Wann habe ich verlernt, glücklich zu sein? Ich bin unterwegs, von Berlin zum Nordkap und zurück. 6000 Kilometer durch Skandinavien, allein ans Ende der Welt. Ich lieh mir das Auto meiner Eltern, quetschte eine Matratze zwischen Fahrersitz und Heckscheibe und fuhr los. Auf die erste Soloreise meines Lebens. Mit der Intention, 2 Wochen lang auf die Gesellschaft anderer Menschen zu verzichten. Ich wollte mich den Stimmen in meinem Kopf stellen, denn in letzter Zeit wurden sie nicht nur immer lauter, sondern auch immer unbarmherziger, vor allem mir selbst gegenüber. Neuesten Studien zufolge produziert unser Gehirn 6200 Gedanken pro Tag. Davon ist jeder 4. negativ. Unter Stress sind es sogar bis zu 70%. Warum wähnt sich unser Verstand hinter dunklen Wolken, selbst wenn die Sonne unsere Haut wärmt? Im Alter von 33 Jahren führe ich das Leben, von dem ich als Jugendlicher nicht einmal zu träumen gewagt hätte. Ich bin verheiratet, ich reiste in den vergangenen 5 Jahren mit meiner Frau Vollzeit um die Welt. Mittlerweile wohne ich in einer schönen Wohnung in Berlin und verdiene mein Geld mit Dingen, die mir Spaß machen. Ich habe Freunde, ich gehe joggen, ich meditiere. Und doch habe ich das Gefühl, als sei das alles nicht gut genug. Als sei ich selbst nicht gut genug. Und je krampfhafter ich nach Glück suche, desto weiter scheine ich mich davon zu entfernen. Ich fühle mich wie ein Heroinsüchtiger, der vergeblich dem Rausch des ersten Schusses hinterherjagt. Heute ist Tag 4 meines Solo-Camping-Roadtrips ans Nordkap. Ich erreiche jetzt bald auch schon die südlichen Ausläufer des Lapplands. Heute ist ein wunderschöner Tag, die Sonne scheint. Es ist wirklich angenehm, auch alles von den Farben her und so. Auch wenn es ein bisschen frisch ist, auch jetzt tagsüber. Heute ist bisher, würde ich sagen, der beste Tag, was meine emotionale Lage angeht, des bisherigen Roadtrips. Ich hatte ja die ersten Tage doch schon mit starken Emotionen zu kämpfen, mit starken negativen Emotionen. Ich hatte auch extrem Heimweh und habe Anna vermisst und hatte extreme Selbstzweifel und so weiter und so fort. Und ja, das hat sich mittlerweile ein bisschen gelegt. Heute stehen wieder so 300-400 Kilometer an. Ich glaube, dieses latente Gefühl der Unzufriedenheit ist auch einfach der momentane Zeitgeist ein Stück weit. Einerseits leben wir ja irgendwie in so permanentem Krisenzustand seit ein paar Jahren. Aber vielleicht ist es auch nur die Wahrnehmung, weil wir einfach mit so unglaublich vielen Informationen auch überall überladen werden. Und dementsprechend uns es nur so erscheint, als befänden wir uns in permanentem Krisenmodus. Aber ich weiß nicht. Vielleicht ist es auch einfach nur der Preis, den man für eine gewisse Freiheit auch ein Stück weit zahlen muss. Wir in der westlichen Welt und jetzt auch gerade meine Generation, wir sind ja wirklich sehr privilegiert im Verhältnis zum Rest der Welt, das muss man einfach so sagen. Und wir genießen auch sehr viele Freiheiten. Vor allem halt auch die Freiheit, sein Leben so gestalten zu können, wie man möchte. Ich glaube, das hat keine Generation vor uns so genießen dürfen. Wir können leben, wie wir möchten. Wir können unsere Berufe selbst aussuchen. Wir können aussuchen, wie wir leben möchten im Hinblick auf Partnerschaften. Kinder oder nicht, verheiratet oder nicht. Also es ist ja noch gar nicht so lange her, da waren auch diese Fragen der Lebensgestaltung gewissen gesellschaftlichen Zwängen unterworfen. Nur die wenigsten hatten damals die Möglichkeit, sozusagen aus diesen Zwängen auszubrechen. Und ja, bei uns ist das selbstverständlich.
Und ich glaube, dass diese Freiheit auch Räume öffnet, also Räume im Kopf, im Innenleben. Ja, dadurch, dass wir halt diese Gestaltungsfreiheit haben, was unser Leben betrifft, machen wir uns auch viele Gedanken um unser Leben und um uns selbst und um die Welt, in der wir leben. Und diese Reflexion konfrontiert einen natürlich permanent dann auch mit seinen Macken und seinen Fehlern. Und dieses Unperfekte der menschlichen Spezies, was man halt bei großen gesellschaftspolitischen Themen als Kern des Übels sozusagen identifiziert, das findet man ja auch alles in einem selbst. Also, keine Ahnung, es ist egal, ob das jetzt um Klimawandel geht oder um Kriege. Also ich meine, die grundlegenden Motivationen, die zu solchen Problemen und Katastrophen ja und Tragödien auch führen, die stecken ja alle in uns auch selbst. Und ich weiß nicht, vielleicht ist das so der Grund, weshalb wir auch alle ein bisschen unzufrieden sind, weil wir uns auch permanent mit uns selbst beschäftigen. Wir hinterfragen viel, wir zweifeln viel. Wir werden uns unserer Fehler mehr und mehr bewusst und viele sind halt dann auch stark genug, um an diesen Fehlern zu arbeiten, aber einige sind es halt auch nicht. Und ich weiß zum Beispiel auch nicht, ob ich es bin. Ich arbeite natürlich an mir und so, aber ja, ich weiß auch nicht. Seit Jahrtausenden sucht der Mensch nach einem Rezept zum Glücklichsein. Doch noch nie in der Geschichte unserer Spezies taten wir es so intensiv wie heute. Glück ist ein Thema, das alle beschäftigt. Die Kultur, die Wissenschaft, die Politik. Literatur-Bestsellerlisten sind vollgepackt mit Ratgebern für ein zufriedenes Leben. Einer der beliebtesten Kurse an der Harvard-Universität heißt Führung und Lebensfreude. Die OECD misst mit dem Better Life Index das Wohlbefinden eines Volkes. Und die Vereinten Nationen veröffentlichen jährlich einen sogenannten World Happiness Report. Man könnte glauben, wir hätten die Glücksformel geknackt. Wären bloß nur nicht so viele von uns so verdammt unglücklich. Meine Großeltern wuchsen als Russlanddeutsche an der Wolga auf. Mit Beginn des Zweiten Weltkrieges galten sie als Feinde und wurden in die entlegensten Ecken des kommunistischen Reiches deportiert. Die Oma meiner Frau erzählt bis heute, wie sie und ihre Familie sich von Kartoffelschalen ernährten, um nicht zu verhungern, und sich Löcher in den frostigen Boden der Steppe buddelten, um nicht zu erfrieren. Unsere Großeltern heirateten jung und nicht aus Liebe. Ihre Berufswahl unterlag keiner bewussten Entscheidungsfindung, sondern entsprang der Notwendigkeit, mit irgendwas irgendwie über die Runden kommen zu müssen. Selbstverwirklichung ist ihnen bis heute ein Fremdwort. Sie lebten in einem restriktiven politischen System, in einer Zeit, in der die Welt vor einem Atomkrieg stand, in einem Land, das sie nicht verlassen und in dem sie nicht frei sprechen durften. Und doch lassen unsere Großeltern ihre Biografien stets mit einem Lächeln im Gesicht Revue passieren. Sie betonen unentwegt, ein erfülltes Leben gehabt zu haben. Sie klagen nicht, sie jammern nicht, und auch wenn ich nicht in ihre Köpfe blicken kann, wirken sie zufriedener als ich. Obwohl sie lebten wie Mäuse im Winter und ich wie die Marder im Speck. Wohlstand ist kein Schlüssel zum Glück. Erfolg ist es ebenso wenig. Und nicht einmal Freiheit ist ein Garant dafür. Was aber ist es dann? Meine Großeltern sind genügsame Menschen. Sie nahmen die Welt an, wie sie ist, und damit auch sich selbst. Ich hingegen habe das Gefühl, morgen besser sein zu müssen, als ich heute bin, und wünsche mir eine andere Welt. Unzufriedenheit ist der Motor für Veränderung. Doch was ist Veränderung wert, wenn sie uns nicht zufriedener macht?
Es ist übelst kalt wieder. Es sind 4 Grad. Ich habe gestern auch den Schlafsack ausgepackt. Weil Decke und reicht nicht mehr. Kann mich leider im Auto nicht so richtig ausstrecken. Oh, es geht voll auf die Knie, wenn die Beine den ganzen Tag mehr oder weniger angewinkelt sind. Ich fahre ja auch immer noch 500 Kilometer. Naja, egal. Ich muss jetzt kurz noch warten, bis die Sonne aufgeht. Erst dann werde ich das Auto verlassen können, Alter, weil sonst ist es zu kalt. Vielleicht hat sich der ein oder andere gefragt, was für einen Kaffee ich da jeden Tag trinke. Der stammt von dem Sponsor dieses Videos, Early Bird Coffee. Ja, ist super lecker, ist für mich der perfekte Kaffee. Ein treuer Begleiter auf diesem Trip. So, ich bin schon eine Weile auf dem Wildmarksweden unterwegs, also auf der Wilderness Road. Die liegt im Nordwesten Schwedens, unweit der Grenze zu Norwegen. Und ja, ist quasi die Gebirgsregion Schwedens, wenn man so sagen kann. Ja, hier gibt es viele Wasserfälle, viele Seen, viele Berge. Irgendwann wird auch die Baumgrenze erreicht sein. Ja. Ich bin ja auf keinem Sightseeing-Trip und habe ja auch nur begrenzt Zeit für dieses ganze Unterfangen. Heute geht es mir eigentlich soweit ganz gut. Ich befinde mich in so einer angenehmen Gleichmütigkeit, würde ich sagen. Also keine großartigen emotionalen Ausschläge, weder nach unten noch nach oben, sondern es ist so ein konstanter Mut. Und ja, tut auf jeden Fall gut, einfach nur so jeden Tag zu fahren und zu campen, so einen klassischen Roadtrip zu machen und sich auf diese beiden Aspekte zu beschränken und meinen Alltag danach auszurichten. Es gibt mir irgendwie eine klare Struktur und Fahren ist auch sehr meditativ. Ich glaube, es tut auch ganz gut, jetzt weniger am Handy zu sein. Irgendwie am Handy so wird man entweder mit Nachrichten konfrontiert, für die ich mich ja natürlich auch interessiere, aber die halt sehr
ja, die uns halt mit der Realität der Welt konfrontieren, und die ist halt momentan besorgniserregend in manchen Bereichen. Und dementsprechend beeinflusst es natürlich auch den Gefühlszustand, wenn man Nachrichten konsumiert, tagtäglich. Und ja, die andere Zeit am Handy verbringe ich damit, auf Social Media zu sein. Und auch da ist der Effekt auf meine emotionale Lage nicht gerade positiv, würde ich mal sagen. So, jetzt geht's hoch in die Berge oder was auch immer. Ich habe halt überhaupt keine Vorstellung, wie es hier aussehen wird, was mich erwartet. Ich habe mich echt kaum informiert. Und das war wohl das Klügste, was ich seit langem getan habe. Einfach loszuziehen. Naiv und unbefleckt. Ohne Gebrauchsanweisung, ohne Plan, ohne Vorstellungen. Als weißes Blatt, getrieben vom Wind. Die Erwartungen meiner Generation ans Leben, ihre Ansprüche an die Welt und sich selbst sind wohl so hoch wie noch nie zuvor. Und ihnen gerecht zu werden, sie zu erfüllen, scheint möglich. Alles scheint möglich. Ein bisschen Welt retten, ein bisschen Weltreise, ein bisschen Selbstfindung, ein bisschen Liebe. Traumhaus, Traumjob, Traumpartner. Denn Träume sind da, um gelebt zu werden. Das ultimative Glück scheint stets zum Greifen nah. Mit ein bisschen Anstrengung und dem richtigen Mindset kann alles gelingen. So wird es uns erzählt. In Filmen, in Liedern, in Büchern und von Life-Coaches. Auf Social Media und in der Werbung. Wir lauschen diesen Erfolgsgeschichten der anderen und eifern ihnen nach. Wir glauben, das Beste aus unserem Leben herausholen zu müssen, ohne zu wissen, was dieses Beste überhaupt ist. Wir haben Angst, etwas zu verpassen. Also quetschen wir das Leben aus wie eine Zitrone und wundern uns dann, warum es nach nichts mehr schmeckt. Unsere Erwartungen gleichen einem Ballon, der sich immer weiter aufbläht. Und wir hoffen, er fliegt uns zu den Sternen, statt zu platzen. So, ich bin jetzt in den Bergen irgendwo. Auf jeden Fall oberhalb der Baumgrenze, aber die ist, glaube ich, in Schweden niedriger als sonst üblich. Ich glaube, ich bin auf knapp 1000 Meter über dem Meeresspiegel. Irgendwie so. Ja, ich wollte eigentlich noch weiterfahren. Aber es ist schon relativ spät. Die Landschaft ist spektakulär. Ich habe auch Rentiere gesehen. Und es ist einfach echt schön. Und auch eine schöne Abwechslung zu den Wäldern und den Seen. Auch wenn ich mich an denen noch nicht satt gesehen habe. Bleib bis zur Nacht hier. Es ist echt arschkalt, es ist windig. Da hinten ziehen dunkle Wolken auf. Oh, in den nächsten Tagen soll es echt auch die ganze Zeit regnen. Keine Ahnung, wie das dann werden wird. Also vor allem mit Kochen. Aber ich will mich nicht beklagen, alles okay, alles gut. Ja, es ist interessant, wie man weiß, dass die ständige Erreichbarkeit am Handy und das Social Media und so weiter und so fort und Nachrichten, ich hatte ja vorhin erst drüber gesprochen, dass einem das gar nicht gut tut. Und trotzdem habe ich nach einem Stellplatz gesucht, der möglichst auch Internet hat und Empfang hat. Ja, so ist das. Man ist halt schon süchtig nach der Online-Welt. Man hat das Gefühl, komplett abgekapselt zu sein, wenn man eben keinen Zugang hat dazu, zu dieser Welt online. Ja, der Ort hier soll auch echt gut sein, um Polarlichter zu sehen. Aber ich glaube, es ist so bewölkt. Es wird heute so bewölkt sein nachts. Ich glaube, da ist nicht viel mit Polarlichtern. Naja, so ist das. Was für eine Stille. In Berlin hört man immer irgendwas. Krankenwagen, Polizeisirenen. Irgendwelche Menschen, die rumschreien. Kinder. Verkehrslärm. Hier ist einfach nur Stille. Nur der Wind. Die
Kälte schleicht sich ein wie ein Einbrecher, zuerst ins Auto und dann unter meine Haut bis zu meinen Knochen. Wolken gleiten sanft über den Bergen, bis sie mit Anbruch der Dunkelheit langsam hinter ihnen verschwinden. Als ich zum Pinkeln das Auto verlasse, blicke ich zu den Sternen und sehe farbige Schleier am Himmel. Sie tanzen im schwarzen Nichts. Polarlichter. Der Natur ist es egal, ob wir glücklich sind. Der Natur ist es auch egal, wie viel und worüber wir nachdenken. Sich selbst zu reflektieren, nach Wegen zu suchen, ein besserer Mensch zu werden, sich zu fragen, was man vom Leben möchte, ist ein Privileg. Und ich bin dankbar dafür, es genießen zu dürfen. Doch Glück ist nichts, was man anstreben kann, sondern etwas, das mit dem Tun kommt. Und so muss ich wieder lernen, mehr Zeit in der Welt außerhalb meines Kopfes zu verbringen. In westlichen Gesellschaften begreifen wir unsere Gedanken als untrennbaren Teil unserer Identität. Seit Jahrhunderten dominiert das Dogma: Ich denke, also bin ich. Dabei sind wir so viel mehr als nur die Stimmen in unseren Köpfen. Ich atme, also bin ich. Ich gehe, also bin ich. Ich lache, also bin ich. Ich weine, also bin ich. Ich lebe, also bin ich. Und ist das nicht Grund genug, um glücklich zu sein? So, wie erwartet hat es heute Nacht angefangen zu regnen und heute Morgen. Aber ich war ja gestern vorbereitet darauf und hatte schon alles zusammengepackt. Dementsprechend ist nichts nass geworden und ich konnte auch direkt losfahren. Gestern Abend habe ich zum ersten Mal in meinem Leben Polarlichter gesehen. Es war ein sehr, sehr magischer Moment, in dem man sich auch wieder ganz klein fühlt vor der Größe und der Schönheit der Natur. Und ja, solche Momente sind auf jeden Fall wichtig und gut, weil sie einen ein bisschen in Demut lehren, dass man wirklich nur ein winzig kleiner Teil in diesem Ganzen ist. Und dementsprechend relativiert das auch ein bisschen seine eigenen Ängste und Sorgen und Probleme und was nicht alles. Weil letzten Endes ist das alles auch irgendwie bedeutungslos auf eine angenehme Art und Weise. Für mich zumindest. Ich werde heute in den nördlichen Polarkreis reinfahren, in das Gebiet. Wenn man bedenkt, wie dieser Trip gestartet ist, dann ist es natürlich umso erfreulicher, dass ich es dann doch wahrscheinlich auch schaffen werde zum Nordkap. Ja, ich bin auf jeden Fall froh, das durchgezogen zu haben. Soweit jetzt bin ich ja noch nicht da. Jedes Gefühl, sei es noch so positiv, noch so negativ, ist eben nicht für ewig. Alles verändert sich, alles kommt und geht. Und am besten ist, man reagiert nicht auf jede Gefühlsregung, die man irgendwie in sich spürt, sondern lässt einfach geschehen, beobachtet, versucht sich nicht von seinen Emotionen zu vereinnahmen. Weil nach jedem Down kommt auch wieder ein Up. Und ich beginne langsam diesen Trip hier zu genießen. Okay, Mission Nordkap steht wieder komplett auf dem Spiel. Oh Mann, ey, das gibt's nicht. Ich bin gefahren und ich habe schon festgestellt, dass die Temperatur immer weiter gesunken ist. Ich war jetzt zuletzt bei 0,5 Grad plus. Und die Autos, die mir entgegenkamen, hatten alle Schnee.
auf ihren Scheiben. Dann kam Schneeregen runter. Ich bin kurz rechts rangefahren, habe die Wetter-App gecheckt und schwere Schnee- und Eiswarnung. Es hat heute den ganzen Tag geregnet. Wenn das jetzt Richtung 0 geht, dann sind die Straßen Eis. Und ich habe Sommerreifen drauf. Das kann ich auf gar keinen Fall riskieren. Also ich fahre jetzt in die nächste Stadt wieder zurück sozusagen. Und dann hoffe ich sehr, 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 dass ich dort vielleicht eine Unterkunft mir nehmen kann für heute Nacht. Und dann werde ich schauen, was ich mache. Keine Ahnung, was ich machen soll. Ich glaube, ich muss morgen auf jeden Fall dort ausharren. Hauptsache erstmal jetzt keinen Unfall bauen. Deswegen packe ich mir am besten auch die Kamera weg. Hallo Freunde, vielen Dank fürs Schauen des Videos. Vielen Dank an alle, die es bis hierhin durchgehalten haben. Ich wünsche euch allen ein frohes neues Jahr und nur das Beste für 2024. Ich möchte mich auch nochmal entschuldigen dafür, dass ja, es 6 Wochen oder so gedauert hat, bis jetzt die zweite Episode meines Skandinavien Roadtrips online gegangen ist. Einige von euch hatten das ja mitbekommen, ich hatte ein paar gesundheitliche Probleme und das würde jetzt auch den Rahmen sprengen, das weiter zu erörtern, aber ich werde das sicherlich mal irgendwann machen. Aber ja, alles gut und es geht jetzt auch wie gewohnt auf diesem Kanal weiter. Ich möchte keine Versprechungen mehr machen, dass es jeden Samstag klappt und so, aber ich werde versuchen, es mindestens im 14-Tage-Takt sozusagen durchzuziehen. Und ja, ich möchte mich nochmals für all euren Support bedanken, für die netten Kommentare unter dem ersten Video. Ich hoffe, das Video hat euch auch einigermaßen gefallen. Und ja, in 2 Wochen geht es definitiv weiter mit der 3. Episode. Abschließend noch eine Sache. Ich hatte euch ja den Sponsor des Videos bereits vorgestellt. Das ist Early Bird Coffee. Die haben uns hier so ein Paket fertiggestellt und das würden wir gerne unter euch verlosen. Dort sind Kaffeebohnen drin, ein Kaffeegrinder, eine Tasse. Also im Prinzip alles, was ihr benötigt, um ja, mal selbst in den Genuss dieses leckeren Kaffees zu kommen. Vielen Dank, Early Bird, dafür. Ich will daraus jetzt auch kein ganz großes Tamtam machen. Ich würde einfach vorschlagen, dass alle, die unter diesem Video hier kommentieren und auch irgendwo in diesem Kommentar signalisieren, dass sie gerne an der Verlosung teilnehmen möchten, an der Verlosung teilnehmen. Und wir würden dann das bis zum 10. Februar, sag ich mal, laufen lassen und dann alle Kommentatoren und Kommentatorinnen in einen Lostopf schmeißen und den oder die Gewinnerin dann am Ende des nächsten Videos bekannt geben. Genau, so machen wir das. Also vielen Dank nochmal an Early Bird, vor allem aber vielen Dank an euch und auch vielen Dank für eure Geduld und bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf.